apologize for this terrible lack of due diligence on my part. Mr. Edgeworth, please, just give me 1 day. I'll get to the bottom of what happened, if it's the last thing I do. You'd better get results this time, really. I'm sorry. I'm so sorry! Poor Mr. Edgeworth. Oh. Nine, nine. Actually, the argument king. Nine, 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 nine. I don't think there's ever been an error this serious in the history of this court. Aber bestimmt, da kommt bestimmt noch was. Das wird noch getoppt. Mit Sicherheit. We will grant 1 further day, as the prosecution has requested. Will this be sufficient, Mr. Edgeworth? Sie können gerade eh nicht weitermachen, da das Opfer 2-mal an 2 verschiedenen Stellen gestorben ist zur selben Zeit. Also, ihr könnt gerade sowieso nicht weitermachen, bis das geklärt ist, wer, wie, wo, wann und etc. Und da ich der Defense Attorney bin, ist es ja wohl klar, dass Lana Sky es nicht war. Yes, Your Honor. Thank you. Whatever your punishment for this... Was? For this is, for your sake, I hope it's not decisive. Well, very well. Court is adjourned. To be continued. Na 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 na. Safe, yes. 2:15 Uhr. Moment. Wir sind gleich wieder da. Ich speichere noch mal eben und starte es nochmal neu. For many a reason. Einen Augenblick. Wir sind gleich wieder da. Weil nochmal möchte ich nicht ein ganzes Ding nachspielen müssen. Man lernt ja irgendwie doch aus Fehlern. Aus manchen zumindest. Da. Continue. From save point. Mr. Wright, so... What's going on with this case anyway? Keine Ahnung, frag mich nicht. Vor allem hat die auch so einen Bömmel wie Maya auf dem Kopf. So Maya-Sprite, neu und ein bisschen drüber gemalt. Mit Brille. I'm a little confused. Huh? Well, let's see. What is going on? The victim, Detective Bruce Goodman, was stabbed to death after 5 p.m. on the 21st. He died in the prosecutor's parking lot and the police department evidence room, simultaneously. What's this and the evidence room part? Falls... Das wäre eine gute Stelle gewesen, um das Spiel für ein halbes Jahr irgendwie zu unterbrechen. The prosecutor's office and the police department are 30 minutes away apart by car. Wow, die sind echt ziemlich weit auseinander. Well, that's what we're going to find out. Or try to, at least. Können wir wenigstens mit Edgeworth zusammenarbeiten? Alright, let's do it. Well, she's in good spirits, but I'm not sure she's going to be much help with this. Don't be so sure, Mr. Wright. Hast du meine Gedanken gelesen? Ah. Would you mind coming with me? I'll prove that these trick-rimmed glasses of mine aren't just for show. Oh, sie wird endlich nützlich. Let's go. Science awaits us. Darf ich jetzt Linoleum-Zeugs sprühen? Linoleum? Hieß es so? Ja, ne? Admiral wusste gar nicht, dass er aufgestiegen ist, aber Mr. Mettingen geht's ganz gut. Ach ja, schön. Admiral Gnarf von Mettingen. Es klingt schon gut, Admiral Gnarf von Mettingen.
Weil Gnaf klingt doof. Aber es ist halt Graf von Mettingen, eigentlich. Also, nicht Mettingen. Wie heißt der? Der Typ, dessen war es Wein oder Sekt ich ihm nicht gönne, weil er... Oh, das Geschichte ist schon so lange her. Mit einem Vertrag... Fürst von Metternich hieß er. Wollte... Oh, lest euch mal Wikipedia durch. Er war gegen einen bestimmten Vertrag, der eigentlich gut war. Und wir haben ihn in Geschichte durchgenommen und ich dachte mir, was für ein Arsch. Und dann sah ich diese Werbung von Fürst von Metternich, bla bla bla, Wein, Sekt, Zeugs. Und ich dachte mir, nö. Kannst auch gleich... Nö. Das ist zwar nicht ganz so schlimm wie ein Adolf Hitler Wein, aber es ist schon nicht glorreich, diesen Namen so zu... Ne? Nö. Graf Admiral klingt schon gut. Admiral von Schneider. Skoll. Da gibt es bessere Leute, die Wein herstellen, den Namen für Wein geben könnten oder so. You know, I really don't think we should worry about the police department murder. Wirklich nicht? Meinst du Jesus, der Wasser in Wein verwandelt? Jesus Wein. Ehemals Wasser. Weinwasser. Wasserwein. Schorle. There wasn't even a body found there. Who cares? Wenn er offiziell da gestorben ist, dann muss es doch irgendwelche Beweise geben, oder? Of course it was our victim who was killed at the department. And my sister would never do such a thing. I know it. Ooh. That oil drum, was it empty? The oil drum kicked over by the chief prosecutor was brimming with water. Da haben wir das Wasser, was zu Wein wird. My sister erasing evidence at the crime scene? Never. Even though she says they don't get along, Emma really likes her sister. That's not it. That's not it at all. It's just... Flüstert er das oder... Seit wann kann sie seine Gedanken lesen? Whisky oder Wodka? Beides nicht. We're both professionals at what we do, and I trust her. Big words for a high school student. Well, whether there was blood stains or not, the water in that oil drum washed it all away. Ignore the strength of my signs at your own peril, Mr. Right? Huh? What's that grin for? This situation calls for one thing, and that is luminol testing fluid. Luminol, so hieß das Ding. Nicht... Was habe ich gesagt? Linoleum. Oder heißt es auf Deutsch Linoleum? Ich weiß es nicht mehr. Ganz von beiden. Ach ja. Ja, sie wird endlich wichtig. Milch? Luminol? Luminol? Ich weiß nicht, wie man das... Ich versuche es nicht mal auf Englisch auszusprechen. Blood is sticky stuff, you know. You can't just wash it away with a little water. Dinge, die ich von Conan gelernt habe. Even if you can't see it, it's still there. Genau wie das Zyankali nach Mandel riecht. Ja? Ja. Linoleum, das ist Bodenbelag. Verdammt. Laminat, Linoleum, Luminol, alles Gleiche. Why wouldn't the police have already done those tests? Never trust anyone's eyes but your own, Mr. Right? Just give it a try. Aber sein Einwand ist eigentlich berechtigt. Me? Why do I have to do it? Touch pen. I'm a minor, I can't even drink yet. Also darfst du auch dieses Alkoholzeugs in der Hand haben. We're testing bloodstains with this stuff, not drinking it. Ich glaube, es wäre nicht so gut, so gesund es zu trinken. Hey da, hallo, willkommen zurück. Nur mit Cornflakes. Und warum assoziiere ich mich mal mit Edward Elric? I hate milk. It makes me vomit. Was, wie war das? Ah, egal.
Here, look, I lent you these glasses. You had an extra pair of those things? Ich würde jetzt zu gerne Phoenix mit diesen Gläsern sehen. Dinge, die wir nicht sehen. To test for a blood reaction, just spray the luminol on it. Moment, ich mach mal eben. Add Screen Capture. Sekunde, haben wir gleich. Ups, ja, warte. So sollte das reichen. Na, das sieht wunderschön aus. Macht nix. Es tut's. Ist noch nicht ganz breit genug. Okay. Like this, see? Touch the screen to spray it on. Stop breaking the fourth wall. Okay, let's find us some bloodstains. Follow the trail of blood. Hui, hui. Guck mal, diese wunderschönen Pixel. Guck mal. Aha, I found something. Kann ich noch was anderes finden? Ah, alles klar. Pling, 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 pling. I can see your eyes shining behind those glasses. So, this is a blood stain? It's so... Emma, you're shaking. It's just... This is my first time seeing real blood. Es ist nur der Überrest von Blut, ist okay. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht das erste Mal Blut siehst. Aus mehreren Gründen. Scientific investigation in action. Okay, well, we definitely know that this is a blood stain. But doesn't something strike you as odd, scientifically speaking, of course? What's odd about this? Scientifically? The blood stain's location, the amount of blood. The amount? So ein paar Tröpfchen. The perpetrator and Detective Goodman fought here, right? Don't you think that'd be a little more blood? I definitely think so. I mean, look at all the blood on the sole of the victim's shoe. And it's strange. If they fought here, there'd have to be more bloodstains than this. Hey, Mr. Wright! See how I'm marking up the floor plans when we find a blood stain? Also, aha. Wir sollen noch mal woanders springen gehen. See? I'm pretty handy to have around, right? Yeah, that's very useful information to have. I saved up my allowance to buy this. Das darf man einfach so kaufen? Kann ich überall das Luminol versprühen? We can be sure that the police will reveal all the evidence in court. Sometimes they fail to mention evidence that doesn't fit with their view of the case. Das macht überhaupt keinen Sinn. And we'll drag that hidden evidence out into the light of day. Yeah. It feels like we're really investigating a crime now, doesn't it? This luminol stuff is going to come in handy. Ha! Aha! I wonder what that fluid of yours would react to a nice deli box. Miss Starr! You only trust your own eyes. Not bad, you too. Ooh, lecker. This day-old deli box is on the house. Sorry, it's just that kind of lid doesn't really get my mouth watering. Like, no. Please don't give me this. Hi. You certainly put me in a tight spot today.
My apologies, Miss Star, but no,